Hi, hier ist Olli K. und ihr seid auf meinem Rock Guitar Channel. Heute möchte ich euch ein Sender- und Empfängersystem vorstellen von der Firma Stageclix. Das ist das System, was ich auch selber benutze, live und zu Hause, und es hört auf den Namen V4, sendet im 5,8 GHz Bereich. Und ich benutze es deswegen so gerne, weil es den Sound nicht verfälscht. Es klingt eigentlich immer, als würde man mit einem guten Kabel spielen. Bei anderen Systemen hatte ich den Eindruck, dass das den Sound komprimiert oder Höhen- und Bassanteile klaut, das irgendwie ein bisschen komischer klingt. Ich mich da also nicht so wohl gefühlt habe. Früher gab es noch ein Problem mit den Latenzen. Das ist bei dem System auch nicht spürbar. Das sind unter 3 Millisekunden, glaube ich. Also man kriegt es nicht wirklich mit, dass man überhaupt einen Sender spielt. Also es kommt mir in allen Belangen sehr entgegen und ich kann mich natürlich auch auf der Bühne frei bewegen. Keiner fällt mir über meine Kabel. Und ich benutze es aber tatsächlich auch zu Hause. Ich benutze es zum Unterrichten, auch zum Proben, weil meiner Meinung nach braucht man das nicht nur, wenn man große Open-Air-Shows spielt, sondern vor allem auch, wenn man gar keinen Platz hat, wenn man sonst immer nur auf dem Kabel steht oder mit seinem Stuhl übers Kabel rollt. Das verkürzt natürlich so ein Kabelleben sehr, und gute Kabel kosten halt dann auch irgendwie 20, 30, 40 Euro. Und da hat man natürlich so ein Sendersystem dann irgendwann schnell raus und eben nie wieder diese Stolperfallen. Aber jetzt zeige ich euch mal das System, weil eigentlich, wir wollen heute A-B-Vergleiche machen. Ich will euch einfach mal zeigen, so klingt es mit und so klingt es ohne Sender mit dem Kabel. Und dann hört ihr selber einfach, dass der Unterschied nicht sehr groß ist. Ich ziehe hier mal diesen Gitarre-Bug raus. Das ist also das Teil, was in die Gitarre eingesteckt wird. Es ist sehr klein, kompakt, das ist auch ein Akku. Wenn man hier drauf drückt, leuchtet das weiße Licht, dann ist es an. Drückt man nochmal drauf, ist es aus. Mehr tut es nicht. Das passt also auch in eine Strat, wie ihr seht. Da gibt es ja öfters mal Probleme mit dieser angeschrägten Buchse, aber das macht es hervorragend. Jetzt schalte ich es wieder an. Hier ist das Empfangsteil, der Empfänger. Da seht ihr, dass es einen Drehregler hat. Da kann man 12 Kanäle stufenlos direkt anwählen. Die erkennen sich sofort. In dem Farbdisplay sieht man sowohl die Signalstärke, die reinkommt, als auch den Pegel, den man beim Spielen erzeugt, und als auch natürlich den Ladezustand des Akkus. Das ist die Antenne. Hinten gibt es Anschluss für Klinke und XLR. Und das Ding hier vorne ist das Ladegerät. Das heißt also, in diese Klinkenbuchse steckt man diesen Bug rein und dann wird der geladen. Der Vorteil sind natürlich auch die kurzen Ladezeiten. Das heißt, wenn das ganz leer ist, braucht es ungefähr 1 Stunde, um auf 80% zu kommen, und 2 Stunden, um total aufgeladen zu sein. Also auch das kann man gut nach dem Soundcheck vor der Show nochmal nutzen und spielt halt die Show einfach mit einem vollen Akku, der dann aber auch wirklich ausreichend, ich weiß nicht wie viele Stunden, so lange habe ich noch nie am Stück gespielt, hält. Gut, aber fangen wir einfach mal mit dem an, was uns am meisten interessiert. Wie klingt's? Wie klingt's? Also, das habt ihr gerade im Intro schon gehört. Ich spiele jetzt einfach mal eine Sequenz mit Sender und danach schalte ich um, stecke ich um und spiele die gleiche Sequenz mal mit Kabel. So, das war das, was der Sender hier tut. Jetzt ziehe ich den raus, hole mir das Kabel aus dem Gerät. Und das gleiche mit dem Kabel. Das ist übrigens ein ganz normales, handelsübliches, das ist glaube ich ein Klotzkabel in der 30-Euro-Liga. So, und jetzt würde ich euch das gleiche auch gerne nochmal verzerrt zeigen. Jetzt schalte ich hier einfach den Ibanez Tube King mal dazu und wir bleiben beim Kabel. Ich nehme einen anderen Pickup. So, das war jetzt das Signal mit Kabel. Jetzt schalten wir das wieder zurück. Also auch hier gibt es keinen Verlust in der Lautstärke, es gibt keinen wirklichen Soundverlust. Wie gesagt, also das, was ich vorhin schon meinte, tritt halt ein.
es bleibt dynamisch, es bleibt lebendig und es ist sehr agil. Genau, das ist das, was mir daran gefällt. Wenn ihr Interesse habt, schaut mal auf die Seite, das ist stageclicks.eu. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und geholfen. Abonniert den Kanal, wenn ihr mögt, und bis zum nächsten Mal.